Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es jetzt endlich am Opel weiter. Ich habe hier mal ein paar Sachen hingelegt. Also ich habe hier zum einen Dichtungen in verschiedener Ausführung. Manches habe ich auch doppelt. Ich wusste ja nicht genau, was mich nachher erwartet. Im Idealfall, wie gesagt, wenn alles gut läuft, habe ich ja hier die Ventildeckel. Das hatte ich ja in einem anderen Video, glaube ich, schon mal gezeigt, dass ich die aufgearbeitet habe. Ich habe die also entsprechend geschliffen und dann neu lackiert. Die waren ja vorher silbern und jetzt sind die eben entsprechend schwarz. Warum habe ich das gemacht? Die Plastikdeckel, die jetzt verbaut sind und ja undicht geworden sind, beziehungsweise die Dichtung um die Plastikdeckel, aber ich vermute, dass auch die Plastikdeckel sich selbst verzogen haben. Werden wir dann sehen, wenn ich sie ausgebaut habe. Dann können wir sie ja mal auf eine plane Fläche legen und schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, möchte ich die Plastikdeckel gegen diese Aludeckel tauschen. Dadurch wird sich dann ergeben, dass mein Öleinfüllstutzen nicht mehr vorne ist, an einem relativ gut zugänglichen Fleck, sondern der wird dann nach hinten verlagert. Aber meinen Informationen zufolge kriegt man das mit einem flexiblen Einfülltrichter oder Einfüllstutzen dann trotzdem noch hin, da entsprechend Öl einzufüllen. Andere haben das ja schon gemacht und bekommen das auch hin. Insofern sollte das kein Hindernis sein. Für diese Metall- oder beziehungsweise Alu-Deckel gibt es eine andere Dichtung. Die hatte ich ja schon mal probeweise montiert. Das war gut oder hat gut gepasst. Die würde ich dann aber erst final montieren. Also sprich, da würde ich dann 1, 2, 3 Kleckse mit entsprechender Silikondichtmasse hier verteilen und die dann einkleben, vor allem an so neuralgischen Stellen wie hier, allerdings nicht vollumfänglich. Also ich werde jetzt nicht alles einkleben, sondern eben nur so punktuell, weil meiner Meinung nach finde ich das mit diesem Festkleben mit Dichtmasse eigentlich nie eine gute Lösung. Normalerweise soll ja die Gummidichtung den Dichteffekt übernehmen und nicht irgendwelches Silikon. Deswegen nutze ich das Silikon dann später nur, damit eben die Dichtung in der Position bleibt. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich erst in einem Folgevideo. Heute schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dem Auseinanderbauen. Ich habe auch wieder nur begrenzt Zeit. Das heißt, mal gucken. Mein Plan oder meine Hoffnung wäre, dass ich zumindest heute mal schaffe, die Ansaugbrücke abzunehmen. Ob mir das gelingt, wird sich zeigen. Da sind ja auch so ein paar Sachen, die etwas störrischer zu lösen sind, wie zum Beispiel diese Abgasleitung an der Ansaugbrücke und so weiter und so fort. Aber das zeige ich euch jetzt einmal am Motor und dann geht es einfach in den Zeitraffer und wir schauen mal, wie ich vorankomme, weil ich, wie gesagt, heute nicht so viel Zeit habe. Aber ich denke, ja, einen Teil werden wir schon abgebaut bekommen und dann der Rest dann eben über die nächsten Videos. Also jetzt mal einen Blick auf den Motorraum werfen. So, das ist jetzt der Motorraum, so habe ich das ja hinterlassen nach dem Zahnriemenwechsel. Jetzt muss ich es halt wieder auseinanderbauen, so ist das eben. Und was ich eigentlich tauschen möchte, sind eben die Ventildeckel und die Ventildeckeldichtungen. Wie gesagt, theoretisch, wenn die neuen Aludeckel nicht passen, würde ich halt nur die Dichtungen für die alten Plastikdeckel erneuern. Aber ich hoffe, dass die Aludeckel passen, das wäre mir eigentlich lieber, weil Alu jetzt eben nicht so anfällig ist in Bezug auf Temperatur, dass es sich verzieht wie jetzt Plastik. Da erhoffe ich mir dann eine bessere Dichtigkeit. Und was ich jetzt heute probiere, ist hier das entsprechend auseinanderzubauen. Im Idealfall, dass ich die Ansaugbrücke abbekomme. Aber wenn ich das jetzt nochmal so sehe, da sind so viele Schläuche, so viele Schrauben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich heute schaffe. Und sicherlich gibt es auch irgendwelche Schrauben, die sich wieder nicht lösen lassen. Also mal gucken. Hier mit dem Seilzug fürs Gas war meine Idee, dass wenn ich die Ansaugbrücke gelöst habe und alle anderen Schläuche weg sind, dass ich dann die Ansaugbrücke hier so nach oben legen kann, also irgendwie hier so aus dem Weg, ohne dass ich den Seilzug lösen muss, weil ich würde den Seilzug nur ungern lösen. Aber ja, das wird sich dann zeigen, ob dieser Plan aufgeht oder nicht. Ansonsten sind hier so viele Schläuche, die mir natürlich potenziell auch kaputt gehen können. Hier zum Beispiel ist auch ein Schlauch, der wurde schon mal geflickt. Also ja, ich bin mir sicher, dass die Teile, die ich jetzt vorrätig habe, nachher nicht ausreichen werden und ich da auch nochmal nachbestellen muss und so weiter. Deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Hier sehe ich auch nochmal, geht auch nochmal irgendeine Unterdruckleitung weg. Also ja, da ist halt echt viel Kram an dem Ding dran. Ich hätte gesagt, ich packe euch jetzt mal in den Zeitraffer und ihr schaut mal mir zu, wie weit ich komme und woran ich scheitere. Also ab in den Zeitraffer.
So, jetzt habt ihr relativ ausführliche Zeitrafferaufnahmen gesehen. Das ist jetzt ein bisschen eigenwillig hier mit der Ansaugbrücke. Das habe ich jetzt halt so gelöst, also hier ist jetzt nirgends wirklich Spannung drauf, aber ich war mir jetzt unsicher wegen dem Lösen des Seilzugs, also zum einen, wie ich das problemlos mache und zum anderen, ob ich dann danach, wenn ich den löse, wieder irgendwas einstellen muss und wenn ja, wie. Deswegen, da muss ich mir erst schlau machen, bevor ich das jetzt einfach wild löse. Ansonsten habt ihr ja gesehen, die Leitungen, wo jetzt eben Wasseranschlüsse waren, habe ich die Eingänge verschlossen, vor allem für mich, damit ich später daran denke, dass ich da was gelöst habe. Hier für die Seite auch. Die anderen Anschlüsse hier, die habe ich jetzt tatsächlich offen gelassen, weil so große Stopfen hatte ich jetzt nicht in der Vielzahl. Also da würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr sowas macht, dass ihr euch so ein Stopfenset besorgt. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Am besten auch, ich werde gucken, dass ich noch ein Set finde mit größeren Stopfen, weil ich jetzt gemerkt habe, die größten, die hier drin sind, die sind immer noch zu klein. Also das würde ich empfehlen. Dann zum Ausbau, also ihr habt ja gesehen, ich habe angefangen hier mit den Ansaugtrichtern, Schläuchen, wie auch immer, die halt die Ansaugung oder diesen komischen Luftfilterkasten da, wobei es eigentlich nicht der Luftfilterkasten ist ja hier, das ist irgendwas, ich habe wieder vergessen, wie das hieß, Opel hat ja hier so eine Sekundärluftgeschichte, irgendwas, keine Ahnung, was die da drin machen. Auf jeden Fall, was eben dieses Sekundärluftteil mit der Ansaugbrücke verbindet. Das habe ich zuerst gelöst und dann, weil das ja so schwierig war damals beim Zahnriemen, die von dieser Sekundärluftführung darunter zu bekommen, habe ich jetzt nur gelöst. Die waren sogar noch gelöst, ich hatte es gar nicht festgemacht, weil ich ja wusste, ich muss noch mal ran. Und habe ich sie einfach nur verdreht, habt ihr ja gesehen. Dann war hier ein großer Luftschlauch, der sozusagen zur Ansaugbrücke ging. Hier dieser kleine Wasserschlauch an der Seite. Hier auf der Seite ist auch so ein kleiner Wasserschlauch, den habe ich jetzt da entsprechend nach unten gelegt. Dann verschiedene Stecker, ja, die ich dann auch wieder anstecken muss. Also ich habe es ja Gott sei Dank auf Video, das heißt, ich müsste es eigentlich wieder zusammenbekommen. Dann ganz fies hier hinten an der Ansaugbrücke, ihr seht das, Gott sei Dank ist mir das aufgefallen, bevor ich sie angehoben habe, sonst wäre wahrscheinlich der Stecker abgerissen. Da ist auch nochmal irgend so eine kleine Membran oder irgendwas, was auch wieder Sekundärluft irgendwo hinleitet. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es sogar der Sensor, um das Manifold Pressure zu ermitteln. Also normalerweise, so kenne ich das vom Camaro und vom Mustang, die habe ich ja damals selber programmiert und abgestimmt, die Autos, die Amerikaner. War natürlich viel neuer, war 2007 und 2010er Baujahr. Aber da war es ganz essentiell, dass man eben wusste, wie viel Druck herrscht in der Ansaugbrücke, weil es ganz viele Tabellen im Steuergerät gibt, im Motorsteuergerät, wo eben anhand des Drucks in der Ansaugbrücke andere Parameter bestimmt werden. Also ich gehe mal davon aus, dass das so ein so ein Sensor ist, dem eben misst, wie viel Druck hier an der Ansaugbrücke herrscht. Dann das Ding habe ich jetzt auch dran gelassen, keine Ahnung, was das macht. Da ging auch nur ein Luftschlauch hin, der dicke hier. Ich sehe gerade, da tropft's. Da müsste ich dann vielleicht doch mal das Ganze irgendwie dicht machen. Ich mache das mal kurz dicht, Moment. So, jetzt habe ich hier das mal provisorisch ein bisschen dicht gemacht und hier auch die Schellen entsprechend befestigt, dass die mir nicht runterrutschen. So, genau, also wie gesagt, die Schläuche gelöst, Stecker muss ich dann wieder anbringen. Und wo ich jetzt auch noch nicht genau weiß, da muss ich mich auch schlau machen, hier dieser ganze Kabelkanal, ja, für wahrscheinlich Zündleitungen, gehe ich mal davon aus, oder irgendwelche andere Leitungen, die auch nach vorne gehen. Ich weiß nicht, was es ist, muss ich mich ja schlau machen, kann ich jetzt nichts Genaues dazu sagen. Den muss ich noch irgendwie wegbekommen. Dann, wie gesagt, muss ich mich informieren, wie das hier ist mit dem zweiten Teil der Ansaugbrücke. Also was ich sehe, ich muss auf jeden Fall die Einspritzdüsen oder beziehungsweise die Taktventile von den Einspritzdüsen muss ich abstecken. Wo ich aber jetzt eher unsicher bin, sind halt hier die Spritleitungen. Ne? Die gehen hier fest daran und dadurch, ich meine, die Schrauben könnte ich lösen, ne? Dann sind die, sag ich mal, Spritleitungen von der Brücke getrennt oder von dem Teil der Brücke. Aber die Spritleitungen gehen ja auch da hinten wieder ran. Das heißt, ich müsste die, und die ist ja starr. Also ich weiß nicht, ob ich die dann hier so flexibel ist, dass ich die hier rausnehmen kann. Wie gesagt, da muss ich mich jetzt schlau machen. Ansonsten, wenn das so ginge, dass ich die da so rausnehmen kann, das wäre eine Option. Dann müsste ich halt hier, wie gesagt, die Stecker lösen und dann müssen die ja eigentlich auch irgendwie verschraubt sein. Ja, da muss ich mich, wie gesagt, schlau machen, wie man hier jetzt weiterkommt, weil also die müssen auf jeden Fall runter, sonst kriege ich hier die Ventildeckel nicht weg. Ja, und da will ich ja eigentlich hin. Also ist schon ganz schön verbaut. Ansonsten da hinten die Luftschläuche, die habe ich ja auch, hatte ich euch schon mal in einem Video gezeigt, habe ich markiert. Einmal Strich, Punkt, 2 Punkte und der äußere hat 2 Striche. Habe ich mir ein Foto gemacht, damit ich wieder weiß, wie es in der richtigen Reihenfolge zusammengeht. Dann waren hier noch so Befestigungshalter, die dann wahrscheinlich diesen Kabelkanal hier halten. Da kam man gut ran. An den hier ist man nicht gut rangekommen. Den konnte ich dann erst lösen, als ich die Brücke schon ein bisschen vorgezogen habe. Also da müsst ihr dran denken, der ist verdeckt. Nicht die Brücke rausziehen mit Gewalt,
weil der hier noch ja, verschraubt ist. Das hier hatte ich auch gelöst. Das ist ja auch irgendwie Abgasrückführung, gehe ich mal davon aus. Das geht dann hier an den Schlauch. Da ist diese große Mutter. Ja. Ich zeige euch gleich, welches Werkzeug ich gebraucht habe. Dann war hier nochmal so ein Anschluss, auch irgendwelche Nebenluft oder so. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da alles an Schläuchen und so dranhängt. Ja, das ist schon irgendwie deutlich mehr Krimskrams als jetzt an meinem Camaro oder an meinem Mustang. Und gut, die anderen Autos, da hatte ich jetzt noch nicht so weit zerlegt. Da kann ich das noch nicht beurteilen. Aber ich denke mal, beim BMW oder so, bei den moderneren, wird es wahrscheinlich ähnlich chaotisch aussehen. Ansonsten da unten habe ich jetzt mal geschaut. Also abgesehen von dem Leck, was wir da hinten haben. Ne, da ist so eine, das ist wahrscheinlich mein Kühlmittelleck. Komm, Kamera, da müsstet ihr es jetzt sehen. Das ist wahrscheinlich der Grund für den Kühlmittelverlust. Da muss ich auch gucken, ob ich das irgendwo bekomme. Da kommt man natürlich auch super hin da hinten. Aber so ist das halt. Ansonsten hier unten, da sieht das soweit trocken aus. Ne? Also da kann ich jetzt nicht erkennen, dass wir irgendwelchen Öl- oder Flüssigkeitsverlust haben. Das sieht alles trocken aus, aber das wird man dann eh besser sehen, wenn der zweite Teil der Ansaugbrücke raus ist. So, und jetzt hätte ich gesagt, springen wir noch mal kurz zur Werkbank und ich zeige euch, was ich jetzt an Werkzeug gebraucht habe, um so weit zu kommen. So, was habe ich gebraucht an Werkzeug? Ihr seht, es ist noch überschaubar. Auf jeden Fall habe ich auch gebraucht, Moment, den hatte ich noch am Auto liegen, einen Schlitzschraubenzieher, weil bei so alten Luft- oder Gummischläuchen sollte man ja nie dran ziehen, sondern immer schieben. Das heißt also, wenn der Schlauch, wir gehen davon aus, das ist unser Bauteil, wo der Schlauch drauf sitzt, dann sitzt hier der Schlauch drauf, dann niemals daran ziehen. Ja, das ist gerade bei alten Gummischläuchen und so immer blöd, auch bei neuen ist es blöd. Ihr geht mit dem Schlitzschraubenzieher oder noch besser, wenn ihr habt so einen kleinen Splintentferner aus Plastik, irgendwas, was eben ein weiches Material ist, geht ihr in diese Kante zwischen Anschluss und Gummischlauch und dann drückt ihr das nach außen weg. Ja, halt vorsichtig, ne? Also auch nicht so mit der spitzen Seite, nicht, dass ihr euch euren Schlauch kaputt macht, sondern immer mit der flachen. Wie gesagt, im Idealfall, wenn ihr habt so einen Clip-Entferner, hätte ich eigentlich auch gehabt, habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Und dann drückt ihr den Schlauch so runter. Was brauchen wir? Wir brauchen einen E10, also hier Vielzahn E10 und wir brauchen einen Vielzahn E12. Der 12er ist für die großen Schrauben der Ansaugbrücke. Da haben wir insgesamt 4 Stück, 4 große Ansaugbrücke-Schrauben. Dann den kleineren, den E10, den brauchen wir für diese Halter, die an der Ansaugbrücke befestigt sind. Also diese kleinen E10-Schrauben, die halten dann die Halter an der Ansaugbrücke. Machen wir das mal so hier ein bisschen. Das muss ich dann jetzt im Nachgang noch in kleine Boxen machen und draufschreiben, damit ich nicht vergesse, wo was hingehört. Und dann hatten wir hier, die habe ich gelöst, aber das hätte ich gar nicht müssen, auf der Ansaugbrücke. Die werde ich jetzt im Nachgang gleich mal wieder reinschrauben. Das war diese Plastikleiste. Ich dachte, ich muss die wegnehmen, muss ich gar nicht. Das heißt, die beiden werde ich wieder anschrauben. Und hier war nochmal auch so eine Halterschraube, die war weiter hinten, deswegen ist die verrostet. Die musste ich auch lösen. Dann ein 24er für diese Abgasrückführung. Das ist relativ störrisch. Dann hier einen 19er. Den habe ich gebraucht. Also Abgasrückführung war ja, wenn wir uns von vorne jetzt das Auto vorstellen, die Brücke. Ich versuche, dass ich nochmal ein Bild einblende, dann kann ich das jetzt mit Pfeilen symbolisieren. War die Abgasrückführung auf der linken Seite, wenn wir von vorne drauf schauen. Und den 19er habe ich gebraucht. Auf der rechten Seite, relativ weit hinten, da war auch nochmal so ein Schlauch befestigt mit einer 19er Nuss. Ich vermute auch irgendwas für die Luft oder so, für die Rückführung. Dann hier so eine Zange, um Schlauchschellen zu lösen, also diese Klemm-Schlauchschellen zu lösen und wie gesagt eine Ratsche. Das war jetzt tatsächlich erstmal alles an Werkzeug, was ich gebraucht habe, um so weit zu kommen. Viel weiter schaffe ich es jetzt heute auch zeitlich nicht. Wie gesagt, ich hole jetzt noch ein paar kleine Plastikfächer, schreibe da drauf, für was die Schrauben sind und sortiere die da ein. Die mache ich gleich wieder an der Ansaugbrücke fest. Also das hier habe ich jetzt nicht erwähnt, das wäre ein T27 gewesen. Also ein Torx 27, der wäre hier für die hier, aber das braucht ihr ja nicht lösen, das kann an der Ansaugbrücke bleiben. Das war eine falsche Fährte von mir, da ist nichts passiert. Insofern war es das jetzt für heute. Wir sind auf jeden Fall ein gutes Stück vorangekommen. Das ging jetzt auch relativ schnell, das waren jetzt vielleicht Viertelstunde, ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Also ich hatte großen Respekt davor, habe ich immer noch, ne, weil noch ist es ja nicht wieder zusammen, aber es ging besser, als ich es mir initial vorgestellt habe. Insofern drückt mir die Daumen, dass der gute Fluss sozusagen bleibt und mir nichts kaputt geht und ich auch die Teile habe, die ich brauche. Insofern, ja, war es das fürs heutige Video. Endlich mal wieder Autoschrauber-Content. Ich hoffe, ihr freut euch ähnlich wie ich
Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Sonntag und gerne auch beim nächsten Video mit dabei sein. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.